Guten Morgen. Wir nutzen die Anwesenheit in der Stadt und sind nochmal frühstücken gegangen. Stefan isst schon Lachsbrötchen, Lachsbagel, Avocado-Toast. Ich habe natürlich Pancakes und auch einen Avocado-Toast. Wir lassen es uns jetzt schmecken. 8 Uhr in Moab. Wir haben hier gerade im Glorias lecker gefrühstückt. Noch ein Smoothie, jeder für die Fahrt. Und jetzt geht's auf erstmal Richtung Green River. Ruben wieder treffen, der die Nacht dort irgendwo im Auto verbracht hat. Und dann fahren wir Richtung Flat Ranger Station in den Maze District des Canyonlands. Und müssen da 8 Tage, 7 Nächte durch die Wildnis latschen und Zelt aufbauen. Wasser suchen, wir hoffen, dass jetzt da Wasser ist. Es bleibt weiter spannend. 8:15 Uhr, wir sind jetzt endlich soweit, haben ausgecheckt und fahren Richtung Green River zu Ruben. Wir haben jetzt in Green River nochmal voll getankt. Ruben stand auch da und jetzt sind wir kurz vor 9:45 Uhr sind wir jetzt losgefahren. Fahren jetzt erstmal bis zum Abzweig in Nähe Goblin Valley getrennt, weil wir jetzt hier nicht so richtig Bock auf Kolonne haben, aber die Dirt Road, da werden wir dann wohl zusammenbleiben. Also Treffpunkt ist Abzweig von der Utah 24 ist das, glaube ich, Richtung Maze, Flat Ranger Station. Und dann ist der hoffentlich da, nicht gerade auf irgendeiner Patrouille, und kann uns das Permit geben, unsere Fragen beantworten, weil wir haben heute noch eine kleine Wanderung vor, bevor wir dann zum Trailhead fahren und da noch mal eine Nacht pennen. Und morgen geht es dann richtig los. Jetzt wird's spannend. Fast 2 Jahre Planung. Jetzt wird es tatsächlich ernst. Hier vorne kommt der Abzweig, um den es sich jetzt die nächsten 9 Tage drehen wird, beziehungsweise um das Gebiet, um welches es sich die nächsten 9 Tage drehen wird. Ich muss sagen, dass ich tatsächlich ein bisschen aufgeregt bin, aber jetzt gibt es keinen Zurück mehr. (10:15 Uhr). Wir sind jetzt am Abzweig, alle Mann, und werden dann gleich weiterfahren Richtung Ranger Station. 46 Meilen bis zur Ranger Station, Flat. Bin gespannt, wie die Straße ist. Es hat jetzt länger nicht geregnet, soweit unsere Informationen. Flat Ranger Station, noch 21 Meilen. Wir werden hier heute noch mal vorbeikommen, weil nach links ging es zum Horseshoe Canyon, wo wir heute ja noch eine kleine Wanderung machen wollen.
sind jetzt im Canyonlands Nationalpark. Wir haben es jetzt 11:30 Uhr. So yeah, you're going to the maze area zone for the next 6 nights, right? 6 or 7? 7? We go out on the 17th. On the 17th. Yeah. Okay. All right. 7 Nächte, wenn wir 7 anlassen, dann 7 Frühstück. And then so you have it. So you're not going out tonight, right? No. Tomorrow. Yeah, you're gonna go out and camp somewhere and then come back tomorrow. Yeah. Okay. Just making sure because it starts tomorrow. So Yeah. just making sure. We want to stay at North Point. At French Spring, is that possible? I could check to see if there's a campsite available. This. It's French Spring, right? Yeah, so this is the campsite at French Spring right here because Yeah. you're backpacking down this trail. Exactly, right? yeah. So that would be perfect, yeah. Yeah, so that I think I have that open. Let me just make sure really Yep. quick, and then I would just have to Pay the extra just pay $5. the $5 per person per day, so it'd be $15 for one Yeah. night. Yeah. No problem. Let's see here. Okay, and then how many vehicles do you have? 3. You have 3 of them. Okay. And then so when I issue your backpacking permit, I just need to enter your vehicle information. Then I'll have to go over a whole bunch of regulations with you for the permit. So just so you know, the Maze District of Canyonlands is one of the most remote places in the lower 48 United States. So we don't have a lot of communication that's available. If you have a cell phone that has Verizon signal, sometimes you'll get a service if you can see the white mountains that are over by Moab, the LaSalle's that are over there. Okay. If you don't have that, you don't have any communication unless you have like a spot device or a PLD or something like that. So just know that you're pretty far out there. Rescue's not guaranteed and towing's not guaranteed either. So just so you know that. Down in our trails, kind of like Salt Creek, it's marked with rock cairns. We ask that you don't build, add to, or destroy any of those cairns. That's why we have them out there, because we put them in places that we need them to be, pretty much. So you have springs you're going to be using down there. It's going to be out there for multiple days. So just be respectful of those springs. Don't immerse any human body parts in the spring. Don't put any like lotion or bug spray or anything like that into the water. And also, if you find a pool of water that you think you're going to use the entire pool of water for just yourself, try to find another pool of water next to it so you don't use all the water in one area just for your drinking water. Okay. You shouldn't have any issues. There's still plenty of water from what I've heard out there. So let's see here. You're going to be going down the Maze Overlook Trail. Mm-hmm. So you're going to need at least 20 feet or so of line for lowering packs down that trail. As it's anything you encounter in Salt Creek, the trail down Maze Overlook is going to be at least twice as hard, if not more, to get down that. So you have like scrambling and a little bit of like squeezing through rock cracks and whatnot. So you're going to want to lower packs down there. Make sure you bring some string with you or something. Yeah. All right. And for parking, let me go over that with you real quick. So here we are at Hands Flat right here. When you go down this main road to get to the North Point campsite where you're going to be camping, you take a left right there and go up a little ways, and you take a right into the campsite, and the campsite's right in here. You can park in there and spend the night for tonight. But when you leave in the morning, you're going to have to drive out of that campsite, back down the road, and there's 2 square parking areas on either side of the road right at this junction. And leave your vehicles there. Just don't leave your vehicles in that campsite because other people need to use it. And then from there, when you start the trail, you have to walk up away from the campsite down the road to where the trail starts further up the road. It doesn't start right out of the campsite. You have to go up further. Going down this road, it's not too bad to get down to that campsite. There are a couple of rough spots with some sandstone rocks and whatnot that you're going to have to navigate over. Just make sure you stay on the road. Don't go around things off the road. Make sure you stay on it. And all right, that's maze specific stuff. Now I have just general permit stuff to go over with you.
So you probably heard this already, but these permits are only valid for the dates, the areas, and the number of people you have on your permit. If you want to change any of that, you have to come and talk to us before you actually do it. Like I said, keep your vehicles on the road. There are no drones allowed in the park, so don't fly any drones. Wood campfires are prohibited, especially right now. They're always prohibited, but the wind is super bad right now. So if you have propane stoves or charcoal pans, you can use those as well, as long as you take the ashes out with you. Everything you bring into the park must leave the park with you. Don't leave anything in here. We don't want your stuff. And everything that you do have in the park, including garbage, food, anything with a food sent to it, make sure that it's stored correctly. We don't require bear canisters like Salt Creek does, but the ravens and squirrels are super bad here, so they'll get into your stuff if you don't leave it in your pack. And sometimes they'll even chew into your pack, so just keep an eye on all your stuff when you're out there. Let's see here. Unless you're in the greener Colorado rivers, don't swim or get in any of the water in the park. They need it for drinking water. Camping, since you're going to be in dispersed camping and you're not in a campsite like in Salt Creek, you're going to have to find a priorly impacted site. You probably did that in Salt Creek, I imagine. Yep. So just find a place someone's either impacted before, loose sand or rock. Like just so you're familiar with the cryptobiotic soil is from being in Salt Creek. So just don't camp in any of that. You have to be at least 300 feet away from water and archaeological sites. So you can't camp anywhere near the harvest scene, which is right here that you're going to see, or any of the springs. And our goal is that you're a mile away from the road for a campsite. So don't camp right next to the road. And also you're out of sight of trail corridors. So don't have your tents or your camp visible from a trail corridor that other people are going to be walking down. If that makes sense. You don't want to see a whole bunch of tents when you're out there, and neither does anybody else. Hopefully none of you have hammocks. No. They don't work here. So Between the stones. And so everything in the park's protected. Don't take anything out of the park with you. You're more than welcome to pick stuff up, look at it. Just don't take it with you. Just put it back down. There are no pets that are allowed in the park. I don't think you have any dogs. Hopefully, no. It's so bad. And so, what's your plan for what you're going to be doing with your human waste in the park? So we have these potties. Yeah, you have the bags. We also have shovel. So in the park, in this part of the park, in the other part of the park, it's required to use those bags. We don't necessarily require them here, but we ask that you use them to avoid leaving a whole bunch of human waste out there. If you do not use the bag, you have to at least dig 6 inches into the ground and then cover it up in a place that people aren't going to be around. And then pack out toilet paper, because toilet paper is trash. You can't leave toilet paper in the park. Okay. And let's see, what else do we have here? So this is when I ask you to go over your itinerary with me, and just to let me know what your trip's looking like when you're going down. Can we do it over here? We started at North Point. We wanted to go to Maze Overlook and camp somewhere below Maze Overlook. I understand. So we understood. Not next to Harvest Scene, not next to the spring. Yep, and then you see this the little marked, the yellowish area right here. So you have to be out. So this campsite right here overlooks this area. So you have to be outside of this little area right here. And it's really easy. There's all these little side canyon things that are going off here. That you can camp in any of those, just not right on the trail right in here. But Then the second day we wanted to do the way up to the Plaque over here and to Chocolate Drops. Is there a way down to get down If you here? can find it, be really careful. There are a couple different ways to get down from there, but it's the problem. If you mess up, the probability for severe injury is pretty high. Because this layer of rock, there's a route that comes down through here to get down, and there's also one on this side that comes down over here. But someone told me there's cairns that lead you down that way. I don't know if there are or not. So you can get down that way, but it's more difficult. So probably take a rope with us and make sure. You can, but just look around make sure, because if you get down to a point you haven't scouted the whole route before, you'll get stuck. So just be careful. We want to try to get down here. We saw the reviews or something that someone said there should be cairns or something like this. If not, we might have to travel back. You can just be careful. So the third day is this way up to the Chimney Rock.
and I think Ich glaube, into Water Canyon. Yeah. Near Behave. No, that's the 4th day. Into Water Canyon. Camp somewhere around here. 4th day doing this loop. Camp somewhere around Beehive Arch. Doing a little side trip in Dollhouse. Probably not going down Spanish Bottom. 5th day would be into the main flat. And into this canyon. Into the Sweet Alice Canyon. Yeah, Sweet Alice Canyon. Camp somewhere around here. Next day is doing. This is day 6. Day 6 should be something going into here. Going to Mother and Child, which should be somewhere here, I guess. Getting out of this canyon. Yeah, right here. Yeah. Yeah, because it comes back up like this. Yeah, and then getting out of this canyon and try to get somewhere close to the, I don't know where it is exactly, but close to the spring that is here. And the last day is through the South Fork, Horse Canyon, probably staying somewhere around here, and then getting back out. Okay, perfect. Yeah, that's a lot. You're gonna see the whole maze. All right. That's the plan. Yeah. It's roughly 100 miles we calculated. So. Yeah. It's perfect time to go down there right now. A lot of the areas that you're talking about is you pretty much have water to resupply almost everywhere, minus this whole area. But you have this spring. You can hit that always has water. And then this whole area, you don't have water until you get to this spring. Blue, right? Yeah, that one's dry. Yeah, Pearl Spring is dry. Yeah. This has water here. So we have to have water for 1 day, 2 days, 2.5. and 2.5. Yeah, that's what we expected, to be honest. Yeah. So, yeah, that's hold on 1 second. All right. And this when you get down, so when you get from North Point, there's no water until you get to here too. So just know that this is a long way to get all the way down there. And everything else sounds good. It's pretty straightforward. I don't have anything to tell you about any of it except for the whole thing about Water Canyon. There's probably going to be multiple groups you're going to see using that spring because people come up from the river to backpack in there. So just try to camp pretty far away from that area, Water Canyon. Yeah, is it quite close to the trail, the spring? It is. It's like the trail should cross running water, and if it doesn't cross running water, you just go up the canyon and you'll find it. Yeah, our plan was to hike a bit into Water Canyon. To stay there. Yeah, it's nice up in there. You might see a couple other groups, like I said, but it's pretty nice up in there. Yeah, that's cool. Over pretty much everything for that. So, since Katie, right? Am I pronouncing that right? Okay. So, since you're the trip leader, you are going to have to acknowledge. Let me sign these first here. So you're going to have to acknowledge that you understand those regulations. If you want to read any other ones, you can flip that over and read them. But if not, you can check and sign those. And then those are both yours. You carry those with you into the backcountry and make sure you have those on you because if you run into a ranger, they're going to want to check that when they ask you to check your permit. And then, like I said, these vehicle dash tags, make sure those are in your windshield so we can see it just in case you don't come back for some reason. We know which vehicles are associated with you. Yeah. And other than that, I think that you're good to go. The drive down to North Point is only about 2.5 miles from here. So you've got. All right, you can read that if you want. So this is through. Yeah, that's through. Let me take a picture of it so we can. Yeah, it's fine. I don't think that the next week. I don't remember it saying anything the next week either. But it's going to get warmer towards. Tonight there's going to be a few gusts. Yeah, it's going to be a wind event until Wednesday evening, probably. I see it, crazy. And then, 300 Meter hinter der Ranger Station ist ein Pullout. Man wird gebeten, nicht vor dem Komplex zu parken, sondern hier. Wir fahren jetzt weiter. Schießen wir los? 12:45 Uhr. Wir befinden uns mal wieder alle in einem Auto. Wir haben jetzt das Permit ausgestellt bekommen, haben
sind so ein bisschen beruhigt worden wegen Wasser. Also es gibt auf jeden Fall Wasser. Es wird mal 2 Tage geben, wo wir wirklich tragen müssen, aber damit haben wir eigentlich schon gerechnet. Aber es gibt auf jeden Fall Wasser und jetzt fahren wir zum Horseshoe Canyon und machen schon mal so eine kleine Einstiegswanderung nochmal. Sind, glaube ich, 12 Kilometer Jo. zur Great Gallery. Wieder ein Pictograph. Mal gucken, ob wir ein paar lose Arme finden. Ein paar lose Arme? Wieso? Naja, 126 Hours, da hat der doch. Ach so, ja, na, da sind wir, glaube ich, zu südlich für. Nee, Einen losen Arm, ein Knochen. wir sind nördlich davon. In dem Water Canyon hat er gesagt, sehen wir welche. Es sind noch andere Backpacker Da unterwegs. meinte oder? er, da kommen öfters mal Leute hin, die halt vom Fluss kommen und Wasser Ach so, brauchen. ach so. Und das ist das Nächste, ist dann halt der Water Canyon. Also da könnte es sein, dass wir nach halt Leute mal begegnen. Hätten wir fragen können, ob noch andere Gruppen unterwegs sind. Ach, das wollte ich auch machen, ja. Ich finde es überragend, wie grün das hier ist. Das ist völlig auch ein bisschen unerwartet, dass es so grün ist. Aber ich meine, dass ich, als ich das Permit gemacht habe, dass ich ein paar Tage später nochmal reingeguckt habe und am Anfang fängt das mit 44 an. Ich glaube 44 dürfen pro Tag oder 45, war so eine ganz komische Zahl. Und ein paar Tage später habe ich nochmal reingeguckt und da waren es auf jeden Fall weniger. Also da müssen noch andere zumindest das Permit erstmal gekauft haben. Naja, wir werden sehen. War das ein Mädel oder war das ein... Es war ein Mädel mit einer neongrünen Mütze. Also lagen wir alle daneben mit den Schätzungen. Ja, deutlich. Deutlichst. Hey, hier mit so einem Camper hierher gerüttelt. Boah. 13:30 wir sind jetzt am Trailhead für den Horseshoe Canyon, für die Great Gallery. Wir sind hier unten. Ungefähr 30 Meilen von der Hans Flat Ranger Station entfernt. Wir werden jetzt hier so reinlaufen bis zur Great Gallery und wieder zurück. Das sind ungefähr 12 Kilometer hin und zurück. Was für eine herrliche Creme. Ich fand viel schöner, dass du jetzt mit dem Löffel erst Löffel Nudeln. in den Nudeln machst und dann direkt in den Das ist doch Kaffee. sowieso alles gleichzeitig. Wir sind. Horseshoe-Schalter, High Gallery, Alcove-Site, Great Gallery. Und da unten steht man von 5 bis 6 Stunden. Ach, der Shelter ist auch unten. Ach so, dann war das nicht der Horseshoe-Shelter, Nein. die Toilette, sondern das Natürlich ist ein nicht. Punkt. Ich habe mir schon gedacht, wer möchte sich denn gerne auf dieser Toilette sheltern? Der Horseshoe Canyon ist ebenfalls ein Teil des Canyonlands Nationalpark. Aber ich werde nicht viel sehen. Hier steht, man braucht Seehilfen, um das alles zu sehen. Da bin ich ja mal gespannt. Hier ist der weiße Hügel, dann ist da vorne weiß weiter unten und dann genau drüber ist der Weg. Ja. Siehst du da hinten an dem Braun? Das ist einfach Wasser an den, wa? Das sieht sehr komisch aus, ja. Aber da ist er. 1 Kilometer vorbei. Das war wohl oder ist wohl eine Viehtränke, die aktuell trocken ist. Cool down there? It's not windy down there. At least when I was down there, it wasn't. Yeah, yeah. You guys headed for the Great Gallery? Sure. Going to here. Yeah, great. All right. Good enough. First time here? Yeah. Okay. Okay. We're doing the full program because we're going to the maze tomorrow Oh, cool. All right. for a little loop of 100 miles.
Immer noch schön den Weg. Weiterführend. Hier nochmal eine Schleife. Dann hier weg. Is it windy up top? You were just up there. A little bit, yeah. Not too bad. Yeah, there's some guts, you know. It's like Yeah. up and down. Yeah. So you guys know where you're going here? I think we have the GPS. Yeah. Okay. We're going to You get four panels. High gallery, great gallery, alcove, and shelter. Right. Good job. Yeah. And the first one is high gallery, and that'll be the only one on the left-hand Okay. side. And you'll see kind of a dark rock jutting out, and you look up and you'll see it. And then kind of kitty corner from that on the other side is shelter gallery. You can actually see from the trail, you can see that. Then about another 15 minutes is alcove, Cool. which you have to go into okay. Okay. to see the there's the big alcove. And Yeah. then another 15 minutes is the great gallery. Oh. That's pretty good. So. So we On, can Okay, on top on a sign it says 5 to 6 hours. I know, yeah. Well, depends how long you want to stay there, but I bet you guys you look like fast it's hikers. 2:30, 5-6 hours. Well, it's about a 7-mile round trip. Yeah. It's not. They call it strenuous. Coming back up here, Yeah, you this know, is it's right. probably the most. Yeah. And there's quite a bit of sand, so you know that kind of slows you down. But you should. I would bet you'll do it faster. Are you camping right up here? No. No, at North Point. we have a permit for the North Point Oh, okay. tonight. Yeah. Oh, And then we're going into the maze tomorrow. oh, fun. Yeah. Camping for a few days? Seven We do nights. like a Oh my loop. God, 100 miles through the Yeah, amazing. That'll be amazing. Yeah. Wow. Er sagt noch, unten ist kein Wind. Die Spur sieht man kaum noch. Krass, dass wir auf diesem kleinen Parkplatz unsere Autos für 8 Tage gestellt sollen. Kilometer 3, 52 Minuten. Da hier unten ist schon schön, aber der Blick geht nach links. Wir haben hier die High Gallery. Bisschen schlecht mit dem Sonnenstand, aber schauen wir mal, dass wir in den Schatten kommen. Nach 3 Kilometern sehen wir hier oben die High Gallery. Man darf leider nicht näher ran und da halten wir uns natürlich dran. Wenige 100 Meter weiter. Erstmal hier der Vorgarten des Shelters. Schön verschiedene Farben. Herrlich auch hier diese blauen. Und geradezu heißt das Shelter Galerie oder? Einfach Shelter, glaube ich. Ja, heißt einfach irgendwie Horseshoe Shelter, ist aber auch Pictographs. Diesmal in Augenhöhe und man kann ein bisschen näher ran. Hier ist jetzt gerade ein bisschen windig. Hier ist jetzt Alkurve.
Gallery. Hier vorne erkennt man es ganz klein. Wir gehen natürlich ein bisschen näher ran, soweit wir dürfen. So wie es ausschaut, darf man auch nicht näher ran, denn da ist wieder ein Verbotszeichen. Daher nähern wir uns dem Ganzen mal, soweit es geht. Da oben sind wieder ein paar Zeichnungen. Wahrscheinlich auf der GoPro schwach zu erkennen. Also man darf doch näher ran. Man soll wahrscheinlich nur nicht hier überall an der Kante hochklettern. Es gab so einen kleinen offiziellen Trail zum näher rangehen. Und hier vorne ist jetzt nochmal eine Absperrung, über die wir natürlich nicht drüber gehen. Da haben so ein paar Idioten sich wieder ritzenderweise verewigt. (16:25), wir sind jetzt an der Great Gallery, dort zu sehen, Schnellschwenk. Hier sind Kisten, Die sind ganz wichtig für dich die sind gerade. ganz wichtig für alte Leute mit Sehschwäche. Den kriegt man. Aber festgekettet, damit es ja nicht wegnimmt. Egal, guck mal, und Kiste an Kiste ist auch fest. Das ist auch eher für kleine Du Leute. kannst ja mal gucken, was da in der anderen drin ist. Boah, ey, das ist ja richtig oldschool. Guck mal, wie dreckig das Ding ist und schwer. Wer schleppt denn das mit zurück? Die Kiste kriege ich ja nicht auf. Was ist denn los hier? Hallo. Da ist bestimmt so ein Buch drin, oder? Geht nicht auf. Geht nicht auf. Wir müssen uns ein Fernglas teilen. Oh. Ist wieder mit Haustier. Da ist ein kleiner. Diesmal scheint es ein Hund zu sein. Vorhin war es ja eine Katze. Und die sind echt alle. Hat jeder quasi was anderes an. Gibt es jetzt Gegenverkehr? So, dann sind da oben noch welche. Die sieht man aber wahrscheinlich nicht so. Hier oben drüber ist ein kleines. Hier sieht man noch mal eine größere Gruppe und da in weiß ein paar kleine Tiere und da unten, wie Stefan so schön sagte, eine Volkszählung, nämlich da sind lauter Striche irgendwie. Ja, ist schon, hier ist schon echt viel gemalt. Ja, auf jeden Fall spannend. Hier ist auch eine witzige Figur. In der Mitte der kleine Mann hier. Der scheint zu tanzen. Hier ist mal der Canyon. Das Ganze ist jetzt bei Kilometer 6.
wie schön die alle was anderes anhaben, ne? Ja, aber die Frage ist, warum Da ist haben, wieder ein bisschen blau mit drin. warum haben sie teilweise was an und teilweise nichts? Manche sind halt so ganz detaillos. Guck mal, der da auf dem Körper noch Kleine hat oder irgendwie so. Dann geht's los. Rückweg. 6,7 Kilometer haben wir jetzt. Wie man hört, wir laufen hier federleicht die Düne hoch. Da unten drin in dem Canyon waren wir gerade. Und jetzt geht es hier wieder nach da oben. Wir haben jetzt hier relativ schnell an Höhe gewonnen. Wir waren gerade noch da unten im Canyon. Und dann geht es hier echt die Düne hoch. Zum Teil in der Sonne. Zum größten Teil in der Sonne. Da unten sind wir gerade gekommen. Einmal hier die Sanddüne hoch. Noch in der Sonne. Und hier geht's weiter. Stufen, die wehtun. Hier links rum. Und immer weiter hoch. Hier oben stehen die Autos. Wir sind wieder am Parkplatz. Es waren jetzt 12,2, 12,3 Kilometer. Ja, der Trail an sich nicht der schönste, aber die 4 Ziele waren schon schön. Hat sich schon gelohnt, aber hier ist dann wirklich eher das Ziel im Vordergrund und nicht der schöne Weg. Aber das haben wir schon fast gewusst. Hier stehen auch einige Autos, hätten wir gar nicht damit gerechnet. Das ist nämlich hier wirklich eine lange Anfahrt vom Highway weg. Wir haben es jetzt mit eingebunden, weil wir hier in der Nähe jetzt heute campen für unser 8 Tage Maze-Abenteuer. Ja, also jetzt noch mal ungefähr eine halbe Stunde Autofahrt zu den anderen 2 Autos und dann zum Campground. Nicht, dass sie jetzt hier den Haken schlägt. Warum rennst du denn wie verrückt? Bleib doch chillig. Boah. Na, vielleicht sucht die jetzt ihr Kalb oder was? Ah, jetzt kommen die lustigen hier. Tapsi. Die ist aber ein bisschen größer geworden, ne? Ich glaube, die ist einfach nur Sand. Wow. Hier ist einfach nur Sand hinzugeweht. Ja, ich sag ja, die ist ein bisschen größer geworden.
Na, wenn sie sich nicht stören lassen, ist ja okay. Aber wenn sie dann so immer verrückt spielen. Wir sind an der Hansflat Ranger Station, haben alles abgewickelt. Permits haben wir auch. Aber wir fahren nur 2,5 Meilen. Unser Endziel ist der Camp-Spot am North Point. Die haben wir bekommen für $5 pro Kopf. Sehr sandig geworden. Also wir hatten auch das Gefühl vom Reinfahren und jetzt gerade wieder reinfahren nach dem Tagesausflug oder Halbtages, haben sich die Sanddünen auf jeden Fall um 10 Centi angehoben. Ist auch ganz schön viel Sand drauf geweht. (19:30 Uhr). Wir sind am North Point Campground. Wir sind scheinbar auch allein, unsere 3 Autos. Wir haben uns jetzt hier mal so ein bisschen verteilt. Jetzt gehen wir mal gucken in die Tiefe. Mein Bett ist fertig. Ja, meins auch gleich. Jetzt kommt eine neue Matte. Ganz kulinarisch basteln wir uns hier heute aus Salat, Wraps Salatwraps basteln. und Ihre Soße. essen heute kalt. Passt, aber wir haben reichlich gefrühstückt. Buffalo Style Chicken heute. Auf Spinat-Tortilla, wird wieder ein sehr reichhaltiges, gesundes Abendessen. Sieht aus wie Katzenfutter. 220 Kalorien mit einem Das hier? Spinat. Nein, mit Ach so. einem Spinat-Tortilla. Ah, das sieht ein bisschen, aber riechen tut es eigentlich ganz Man gut. verwechselt es nicht mit Kilojoule. So, das sieht doch gut aus. Das ist Outdoor-Essen. Hast du noch ein paar Croutons? Hast du schon gegessen? Ein paar Croutons hatte ich schon, den Rest lasse ich dir für deinen dritten. Danke. (20:30 Uhr), sind jetzt schon beim Abendessen. Es wird richtig frisch. Richtig frisch. Aber die Stimmung ist echt toll. Sieht auch richtig gut aus. Mal Stefans Zeit gewählt. Bisschen windgeschützter. Hier wird auch schon gegessen und getrunken. Damit ist auch eigentlich Zeit, schlafen zu gehen. 8:55. Was will man machen? Es wird finster. Kathi wird mich blenden. Ich blende dann zurück. Gute Nacht vom North Point.